Willkommen zu einem neuen Make-up-Tutorial von mir. Heute geht es um das Thema Latexohren und ich zeige euch, wie ihr diese mit etwas Contouring noch realistischer aussehen lassen könnt. Ich habe mittlerweile eine Reihe an verschiedenen Ohren. Alle, die ich hier zeige, sind von meinem persönlichen Lieblingsshop namens Madhouse FX Studio. Den Link findet ihr wie üblich in der Infobox. Zunächst einmal benötigt ihr das Make-up, das ihr auch zum Schminken eures Gesichts benutzt. In meinem Fall ist das die Estee Lauder Double Wear Foundation und einen großen Make-up-Pinsel. Tragt etwas Make-up auf euren Handrücken auf und verteilt so eine dünne Schicht auf eurem Foundation-Pinsel. Tupft nun nach und nach das Make-up auf eure Latexohren auf. Ich benutze hierbei eine gleichmäßige Bewegung und trage die Foundation nach und nach auf die Oberfläche auf. Achtet auch darauf, die Ränder der Ohren und die Spitze auf der Rückseite mitzubemalen. Wenn die erste Schicht trocken ist, könnt ihr noch eine zweite Deckschicht auftragen. Nun ist es Zeit für das eigentliche Contouring. Hierfür verwende ich eine puderbasierte Palette. Ihr könnt aber auch eine Contouring-Palette benutzen, die aus Creme besteht, wenn ihr damit lieber arbeitet. Zudem brauchen wir zwei Pinsel. Ich nehme hier einen kleinen abgerundeten Pinsel und einen großen weichen Lidschattenpinsel. Nehmt nun zunächst den kleinen Pinsel und tragt nach und nach etwas mittelbraunes Puder auf die oberen Kanten des Ohres auf. Arbeitet euch auch hier Stück für Stück voran und hebt alle Vertiefungen und Kanten deutlich hervor. Mit dem größeren Pinsel und hellbraunen Puder könnt ihr die Schatten anschließend noch sauber verblenden. Abschließend füge ich immer gerne noch ein paar Highlights mit einem hellen Puder hinzu. Denkt daran, euren Pinsel vorher gründlich zu reinigen und highlightet dann alle erhabenen Stellen eures Ohres. Hierzu zählt zum einen der oben liegende Rand als auch der Mittelbereich. Abschließend könnt ihr euer fertiges Make-up mit etwas Haarspray versiegeln und eure Ohren wie gewohnt ankleben. Damit sage ich danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dieses kurze Tutorial hat dir gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Abo für meinen Kanal da und aktiviere die kleine Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.